Und Leonie von Randor ist für uns vor dem Kanzleramt in Berlin. Ja, Leonie, ist denn mit Überraschungen bei dieser Europawahl zu rechnen? Schönen guten Morgen, Max. Naja, die Umfragen legen zumindest schon seit langem, seit Monaten nahe, dass die Union deutlich als Siegerin aus diesen Europawahlen hervorgehen dürfte. Auch die AfD, die letztes Mal 11% bekommen hat, dürfte noch mal deutlich zunehmen oder zulegen, während aber die Ampelparteien insgesamt verlieren dürften, zumindest Stand heute. Insbesondere die Grünen, die ja stark abgeschnitten hatten 2019. Natürlich gibt es aber trotzdem immer noch Last-Minute-Effekte sozusagen. Denn wir wissen von den Meinungsforschungsinstituten, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind, erst auf den letzten Metern endgültig entscheiden, wem sie ihre Stimme geben wollen. Und da können dann die Wahlkampfauftritte der Spitzenkandidaten natürlich durchaus noch mal einen Effekt haben aus den letzten Tagen und auch die Ereignisse, die Deutschland in den vergangenen Tagen und Wochen in Atem gehalten haben. Also zum Beispiel die Hochwasserkatastrophe im Süden Deutschlands, aber auch das Messerattentat, das ja mutmaßlich islamistisch motiviert war, in Mannheim könnte eine Rolle spielen und eben auf den letzten Metern womöglich noch der AfD zum Beispiel verhelfen zu einem besseren Ergebnis. Ganz besonders spannend wird aber auch, wie das BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, abschneiden wird, denn das liegt in Umfragen, wir haben es eben gehört, ja bei 7% und tritt erstmalig bei einer Wahl deutschlandweit an. Und spannend natürlich auch noch die Frage, wie die 16- und 17-Jährigen abstimmen werden, denn die dürfen ja erstmals jetzt eben auch wählen. Ja, das ist alles sehr spannend, Leonie. Trotzdem werden Europawahlen öfter auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also wie wichtig ist gerade diese Wahl jetzt eigentlich für uns hier in Deutschland? Deutschland ist ja das größte, das einwohnerstärkste Land in der EU, liegt ja auch geografisch mitten im Herzen der EU, umgeben von anderen EU-Staaten und ist eben eine große Exportnation, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und man muss sagen, die Entscheidungen, die eben zum Beispiel wirtschaftspolitisch in Brüssel getroffen werden, die haben ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft hier in Deutschland, weil eben der EU-Binnenmarkt so wichtig für die deutsche Wirtschaft ist. Aber es geht natürlich nicht nur um Wirtschaftspolitik, sondern auch beispielsweise um Migration, um Klimapolitik. Auch hier gibt es eben ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Politik und auf die Gesellschaft in Deutschland. Und insofern ist diese Wahl natürlich überhaupt nicht zu unterschätzen. Wichtig ist das Ganze aber auch für die Parteien, denn die testen jetzt natürlich schon mal Strategien, die sie dann bei den 3 Wahlen in Ostdeutschland im Herbst vielleicht eben weiterführen und aber auch bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Man guckt also schon mal, welche Plakate, welche Positionen, welches Personal könnte auch dann funktionieren. Und da haben die Europawahlen durchaus eine große Wirkung, sind eine Art Stimmungstest. Wenn man da wieder an 2019 zum Beispiel zurückdenkt, das war ja der Höhepunkt der Fridays for Future-Bewegung zum Beispiel. Die Grünen schnitten mit 20,5% ab. Und diesmal könnte es sein, dass von einem Erstarken der Rechten eben auch wieder ein starkes Signal ausgeht, dass die Migrationspolitik sich ändern muss. Also lohnt sich auf jeden Fall, Einfluss lässt sich auf jeden Fall ausüben. Leonie, vielen Dank.